Ihr Lieben, wir erleben gerade ein Feuerwerk der Frequenzen, die mit den immer stärker werdenden Sonnenstürmen auf uns einströmen. Und es öffnet sich ein energetisch sehr intensives Tor in die neue Zeit. Damit verbunden erleben wir die Integration einer neuen Version von uns selbst, die viele deutlich spüren, da diese Transformation bis tief hinein in unseren physischen Körper geht. Wundert euch nicht über die verschiedenen Symptome, über großen inneren Druck, starke innere Unruhe, nervliche Anspannung, Müdigkeit und ja, dass alles um uns herum auch mehr und mehr surreal erscheint. Es ist der Prozess der Anpassung, in dem wir uns befinden. Und ja, das körperliche, emotionale und mentale Gleichgewicht ist bei vielen Menschen im Moment sehr fragil. Depressionen, Ängste und psychische Leiden nehmen immer mehr zu. Und wir kommen in eine Zeit, in der sich noch vieles zuspitzen wird. Energetisch, atmosphärisch, in Mutter Erde und im weltlichen Geschehen kommt es zu großen Umschwüngen in allen Bereichen. Und deshalb ist es jetzt das Wichtigste im Moment und was wir am meisten brauchen. Trotz all dem Chaos da draußen, ihr Lieben, oder gerade deshalb absolute innere Ruhe und Klarheit. Wir sind es, die uns jetzt entscheiden, ob wir uns in die niedrigen Schwingungen von Angst, Hass, Gegeneinander, Verzweiflung hinein und hinunterziehen, ja manipulieren, zerstören lassen. Oder die Veränderungen für unsere persönliche Weiterentwicklung nutzen. Wir haben die Macht, unsere Gedanken und Gefühle von innen heraus zu verändern und wieder in die Selbstbestimmung zu kommen, in unsere innere Kraft. Weder Karma noch Genetik können dein Leben verändern. Nur deine innere Einstellung, die du jeden Tag wählst. Oh ja, du kannst deine Energie verändern, wenn du es wirklich willst. Es ist die Einheit von Körper, Geist und Seele, dein inneres Gleichgewicht. Tue dir Gutes, steigere dein Wohlbefinden, unterstütze und nähre deinen Körper bestmöglich. Halte dich fern und schütze dich gut vor negativen Energien. Entgifte deine Gedanken. Gehe in die Natur, in die Stille, so oft wie möglich. Verbinde dich mit Mutter Erde. So viele haben diese Verbindung verloren. Atme bewusst und lerne mehr und mehr in der Ruhe zu bleiben. In deiner klaren, geistigen und vor allem positiven Ausrichtung. In der Liebe, im Vertrauen in dich und dass du geführt wirst. Und ja, das werden wir. Das Universum unterstützt uns. Unser Bewusstsein erhöht sich massiv.
durch die kosmischen Strahlungswellen, Informationen und Frequenzen, die mehr und mehr zu uns kommen. Unser inneres Wissen, unsere Intuition, Hellsichtigkeit, all das geht damit einher. Und die Heilung, die Loslösung von alten karmischen Belastungen, die über Generationen getragen wurden. Oh ja, ihr Lieben, wir haben die Macht, uns aus dem Chaos heraus zu erheben, für unseren neuen Weg, für eine neue Welt. Mit dem 11.11.23 durchschreiten wir jetzt ein großes Tor, ihr Lieben. Die Zahl 1111 wird schon lange mit Synchronizität in Verbindung gebracht, egal wo sie uns begegnet oder in unserem Inneren auftaucht. Ja, es ist ein innerer Weckruf, uns daran zu erinnern, wer wir sind. Es ist eine Botschaft unseres höheren Selbst, uns wieder mit unserer Seele zu verbinden. Die Zahl 11 ist eine der Meisterzahlen und sie weist auf Spiritualität, Erleuchtung und den Ausgleich der Gegensätze hin. Liebe, Angst, Macht, Ohnmacht, Hass, Miteinander, Krieg, Frieden. Ja, dieses Ungleichgewicht wird jetzt immer deutlicher, immer mehr sichtbar beleuchtet, um uns bewusst zu werden, was nicht mehr im Einklang ist. Immer mehr spitzt sich zu in dieser Welt und auch die Unruhe in Mutter Erde nimmt immer mehr zu. Die Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft bäumen sich auf. Oh ja, es brodelt gewaltig überall und wir haben eine extreme Instabilität aus dem Erdkern. Die 1111 steht für das geistige Wachstum und das Erwachen, um endlich die zerstörerischen Kräfte zu erkennen, die gegen das Leben selbst gerichtet sind. Ja, zu erkennen, dass dies nicht die Welt ist, in der wir leben wollen. Doch immer mehr Menschen erwachen und vieles kommt jetzt ans Licht, was vorher im Dunkeln war. Ja, es bricht regelrecht hervor und die Erhöhung unseres Bewusstseins geht jetzt immer schneller. Das 1111er-Tor trägt eine große Kraft in sich und die Energie eines jeden Einzelnen ist wichtig. Wir alle sind jetzt hier, um diesen Wandel mitzugestalten, auch wenn es nicht leicht ist. Wir haben die Wahl, uns zu entscheiden, wohin wir gehen. Der Neumond im Skorpion, der uns am 13.11. erwartet, ist wohl der intensivste dieses turbulenten Jahres, ihr Lieben. Er bringt hochexplosive Energien mit sich, denn er steht in enger Konjunktion mit Mars und in Opposition zu Uranus. Und das heißt, für die kommende Zeit erwarte das Unerwartete. Mit jedem Neumond beginnt ein neuer Zyklus
Und dieser fordert uns jetzt ganz stark dazu auf, diese Energien für unsere Transformation, ja für unsere persönliche Weiterentwicklung zu nutzen. Und uns auf keinen Fall in die Konflikte und extrem niedrig schwingenden Energien durch die Geschehen im Außen und die im kollektiven Feld unterwegs sind, hineinziehen zu lassen. Oh ja, und das ist derzeit wohl die größte Herausforderung, trotz des steigenden Drucks, der großen inneren und äußeren Unruhe bei uns und im Vertrauen zu bleiben. Mars und Uranus stehen für plötzliche Ereignisse und Veränderung mit viel aggressivem Aus- und Aufbruchspotenzial auch in Mutter Erde. Oh ja, Mars, der Kämpfer, bringt die Dinge in Bewegung und das nie sanft. Uranus ist verantwortlich für große Umbrüche und er treibt sie regelrecht voran. Und ja, er steht für die Wahrheit, das Wissen, das Lernen. Und er deckt gnadenlos auf, was im Verborgenen liegt. Und auch wenn dabei oft Chaos entsteht, weil es Aufwachen heißt, weil es heißt raus aus der Stagnation, aus dem Hinnehmen dessen, was geschieht, aus dem Augenverschluss. Seine Energien wirbeln alles durcheinander, was nicht mehr im Einklang ist. Und ja, diese dunkle Mondin führt uns tief in uns hinein, dorthin, wo jede Veränderung beginnt. Der Skorpion treibt uns voran, unseren Seelenweg endlich zu gehen. Ganz oder gar nicht ist sein Motto, oh ja, er will es wissen, mit ihm geht es um tiefe Transformation, um Abschied und Neubeginn. Unbewusstes dringt immer mehr ins Bewusstsein, aber auch verdrängte und angstbesetzte Themen, sodass uns die Emotionen jetzt durch ziemliche Höhen und Tiefen führen können. Verdrängen funktioniert nicht mehr und wir werden jetzt durch die äußeren Ereignisse regelrecht wachgerüttelt, endlich hinzusehen, endlich Verantwortung zu übernehmen und auch lang anstehende Entscheidungen zu treffen. Ja, dieser Neumond steht für das Loslassen und den Neubeginn. Und diese Zeit bis zum Ende des Jahres wird für viele ein Wendepunkt sein. Der Neumond im Skorpion ist eine der energetisch tiefgreifendsten Konstellationen im Jahr. Nutzen wir seine Energien, um uns von allen Belastungen zu lösen, ja auch um unsere alten Glaubensmuster zu hinterfragen. Und ja, auch um uns mit unseren Ahnen, den verstorbenen, anderen Welten zu verbinden, denn die Schleier sind sehr dünn um diesen Neumond herum. Nutzen wir die Kraft, die aus der Dunkelheit entspringt, um tief in uns zu gehen, unsere Seele zu hören, um Botschaften zu empfangen und um zu manifestieren, was wir verändern, ja neu erschaffen wollen.
In diesem Sinne sende ich eine Umarmung an euch Sturmtänzer da draußen. Bleiben wir in unserer Kraft. Danke, dass ihr mich begleitet. Alles Liebe, eure Silvia.